Mit Hitman Bang als Producer und 2 ehemaligen Ice One-Membern steht dem Erfolg einer Gruppe doch eigentlich nichts mehr im Weg, oder? Gäbe es da nicht die Vergangenheit, die einen jederzeit einholen kann. Hi, MKs. Oh, mein K. M. Case. Hi MKs, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, reden wir heute über Le Sserafim. Um genauer zu sein, sprechen wir über Kim Garam und den ganzen Skandal um sie. Aber wir fangen ganz vorne an. Le Sserafim ist eine 6-köpfige Girlgroup unter Source Music und Hype Labels. Sie hatten am 2. Mai, also diesen Monat noch nicht lange her, ihr Debüt mit dem Mini-Album Fearless. Und Garam ist Vocalist und Center und gerade mal 16 Jahre alt. Einige möchten, dass Garam aus der Gruppe geworfen wird und canceln sie jetzt schon. Aber bevor wir in diese ganzen Anschuldigungen eintauchen, eine kleine Triggerwarnung. Wir werden über Mobbing, über Cybermobbing und auch über Selbstmord bzw. einen Selbstmordversuch sprechen. Deswegen, falls euch bei diesen Themen unwohl wird, würde ich euch empfehlen, dieses Video nicht weiter zu gucken. Okay, fangen wir an. Bevor Le Sserafim überhaupt ihr Debüt hatten, wurden nacheinander die Bilder der Member veröffentlicht, also kleine Teaser. Das ist ja oft so, dass man nacheinander preisgibt, welche Mitglieder alles Teil der Gruppe sind. Und kurz nachdem das Bild von Garam gepostet wurde, gab es direkt schon Menschen, die sich in Online-Communities versammelt haben und über ihre Erlebnisse gesprochen haben. In einem Tweet wurde gesagt, dass sie in der Middle School ihre Mitschüler gemobbt und auch angeschrien haben soll. Wenn sie jemanden nicht mochte, hat sie diese Person ausgegrenzt und mit ihren Freunden zusammen beleidigt. Sie habe das Mobben wohl wirklich genossen, sie hat wohl Geld geklaut und auch als Minderjährige geraucht und getrunken. Als sie dann aber später zur SOPA gegangen ist, also zur School of Performing Arts oder wie das Ding heißt, hat sie sich wohl bei allen entschuldigt per DM und Nachricht, einfach um ihr Image aufzubessern, weil sie Schauspielerin werden wollte. Dieses Bild von ihr haben die meisten von euch ja wahrscheinlich gesehen und die Personen, die Anschuldigungen gegen sie geäußert haben, haben zum Beweis auch Bilder mit ihr gepostet, die halt Pre-Debut und von der Schulzeit waren. Hype hat darauf reagiert und ein Statement veröffentlicht, in dem es hieß: Seit gestern gibt es viele Beschuldigungen online und nachdem wir eigene interne Nachforschungen durchgeführt haben, ich denke, die haben einfach mit ihr geredet, oder? Eigene interne Nachforschungen, intern. I don't know. Ich denke, sie haben sie befragt, was genau, weiß man nicht, möchten wir gerne festhalten. Die Anschuldigungen sind böswillig und bearbeitet und übertrieben. Anders als in den Anschuldigungen wurde uns durch eine dritte Person bestätigt, dass Garam das eigentliche Opfer von Cybermobbing und Gerüchten war. Das heißt, Garam ist gar nicht diejenige, die gemobbt hat, sondern diejenige, die gemobbt wurde. Und dann am Ende natürlich, wir werden rechtlich gegen die Person vorgehen, die böswillig Unwahrheiten verbreiten etc. pp. Dann war es erstmal ruhig. Die Gruppe hatte ihr Debüt und zwar für eine Rookie Group auch ziemlich erfolgreich. Sie sind nämlich mit ihrem Titeltrack Fearless in die Spotify Global Top 200 Charts gekommen. Vor 7 Tagen hat jetzt aber ein vermeintliches Mobbing-Opfer von Garam ein Statement abgegeben und zwar durch ihre Rechtsberatung. Und in diesem Statement heißt es unter anderem: Das Mobbing-Opfer, ich nenne sie jetzt einfach mal zur Vereinfachung A, wurde ca. April bis Mai 2018 von Garam und ihren Freunden gemobbt. Das ging wohl sogar bis zum School Violence Countermeasures Committee der Schule. Und Garam wurde mit 6 Stunden Special Education bestraft. Ihre Eltern haben 5 Stunden Special Education bekommen und das Opfer hat eine psychologische Beratung erhalten. Weil die Lästereien und das Cybermobbing aber nicht mehr aufgehört haben, hat das Mobbingopfer dann freiwillig die Schule gewechselt. In diesem Statement der Rechtsberatung von A wurde aber auch auf ein anderes Problem eingegangen, und zwar ein Problem, das durch Hypes Statement entstanden ist. In Hypes Statement wurde ja gesagt, dass die Anschuldigungen falsch seien und Garam das Opfer von Mobbing war. Dadurch haben sehr viele Menschen A. Todesdrohungen und andere schreckliche Nachrichten geschrieben. Die haben halt gesagt, dass sie einfach nur neidisch ist und schon mal ihr Grab vorbereiten sollte. A hat durch diese ganzen Nachrichten extreme Panikattacken erlitten und hatte extreme Angst durch die ganzen Drohungen. A hatte dann auch Hype gebeten, das Statement runterzunehmen und sich bei ihr zu entschuldigen. Hype hat darauf aber nicht reagiert und Garam war weiterhin in allen Shows zu sehen, als sei nichts passiert. Die Panikattacken und das Cyberbullying durch die Fans gingen dann so weit, dass sich A versucht hat, das Leben zu nehmen. Aktuell befindet sie sich in psychologischer Betreuung und die Mutter ist auch an ihrer Seite. Dann gab es natürlich von Hype ein Statement, wo die aber zum Beispiel auf das letzte gar nicht eingegangen sind. Und ich muss generell sagen, die Statements von Hype diesmal waren ein bisschen nicht so zufriedenstellend.
Erstmal hat sich Hype nämlich darüber beschwert, dass die Rechtsprechung ihre einseitige Version der Geschehnisse an verschiedene Medien erzählt hat, insbesondere weil viele Minderjährige beteiligt sind. Die Rechtsberatungsfirma hat die Geschehnisse aus 2018 in einer sehr einseitigen Version erzählt, weswegen wir unsere Seite der Geschichte erzählen wollen. Wir bitten Journalisten, nicht nur einseitig zu berichten. Und dann gab es ein Additional Statement von Source Music und Hype zusammen, wo die auf die Einzelheiten eingegangen sind. Und hier wird es interessant. Erstmal haben die sich entschuldigt, dass sie sich bis jetzt mehr oder weniger zurückgehalten haben. Das lag daran, dass sie nicht Informationen über involvierte Personen preisgeben wollten, da diese ja immer noch minderjährig sind. Aber wir möchten jetzt die Gerüchte und Anschuldigungen aufklären. Die ganze Wahrheit ist wie folgt. A, also das vermeintliche Mobbingopfer, und Garam waren vom März bis April 2018 befreundet, sind aber irgendwann in einen Streit geraten, weil Garam mit einer anderen Freundin über A gelästert hat. Die beiden haben sich aber gegenseitig entschuldigt. Dann, das war auch ganz ein random Fact, hat A das aber irgendeinem männlichen Freund erzählt, der gar nicht zu der Schule geht. Und die wollten beide dann Garam körperlich attackieren. Die haben es aber auch nie gemacht. Auf jeden Fall war eine Freundschaft daraufhin nicht mehr möglich. Und Leute, als ich mir dieses Statement durchgelesen habe, dachte ich mir so, ist das wirklich von Hype? Weil bisher war Hype in meinem Kopf immer eine gute Company. Aber diese Statements fand ich wirklich. Wir haben ja jetzt schon über den Stray Kids Hyunjin-Skandal geredet und generell schon viele Skandale angesprochen. Aber zum Beispiel bei diesem Hyunjin-Skandal muss ich sagen, dass die Statements von JYPE echt gut waren. Aber hier habe ich mir das durchgelesen und war so, what the fuck? Jedenfalls waren A und Garam daraufhin nicht mehr befreundet. Und jetzt wird's juicy. Erinnert euch ja noch an diese School Violence Countermeasures Committee. Und jetzt erfahren wir den Hintergrund, wieso es dazu kam mäßig. Also es heißt, A hat von einer Mitschülerin, wir nennen sie jetzt einfach mal B, ein Foto in Unterwäsche gemacht. Also A hat ein Bild von B in Unterwäsche gemacht, als sie sich umgezogen hat, ohne dass B das wusste und wollte. Und das war auch illegal, weil B war natürlich noch minderjährig und A hat das Foto auch noch gepostet. Daraufhin waren die Mitschüler und auch Garam natürlich sehr wütend, weil Garam war mit B auch noch befreundet. Das heißt, um sie zu verteidigen, hat Garam A halt beleidigt und einen Streit angefangen. Und für diese Tat wurde das Komitee nie einberufen und A wurde auch nie bestraft dafür, dass sie das gemacht hat. Und ich denke, das hat natürlich auch nochmal dazu geführt, dass die Mitschüler noch saurer waren. A hat aber dann später dieses Komitee einberufen, weil sie von ihren Mitschülern und Garam so gemobbt wurde. Und das ist auch der Grund, warum Garam dann diese Strafe bekommen hat mit den 6 Stunden Special Education, was auch immer das ist, und 5 Stunden für ihre Eltern, auch Special Education. Genau. Hype meinte dann, dass nach diesem School Violence Committee, nachdem die dieses Treffen hatten, aber auch Garam gemobbt wurde, weil jetzt absurde Gerüchte über sie verbreitet wurden und sie auch online beleidigt wurde. Also die wurde in Gruppenchats eingeladen, komplett beleidigt, dann ist sie aus denen ausgetreten, aber die wurde immer wieder eingeladen und das ging wohl so weit, dass sie auch eine Lehrerin nach Hilfe gefragt hat. Und dann wurden noch so knallhart ein paar Gerüchte aufgelistet und aufgeklärt, das fand ich auch sehr witzig, deswegen lese ich es einfach mal vor. Erstens, Garam musste die Schule wechseln, der Fokus liegt auf musste. Nein, musste sie nicht, sie hat es gemacht wegen dem Job ihres Vaters oder sowas. Dann Garam hat jemanden mit einem Topf geschlagen und Garam hat jemanden mit einem Ziegelstein beworfen. Ist nie passiert. Drittens, Garam wurde mit einem Polizeiauto zur Schule gefahren und hat Mitschüler attackiert. Wurde sie nicht und hat sie wohl auch nicht gemacht. Viertens, Garam hat getrunken und geraucht. Garam hat noch nie in ihrem Leben getrunken oder geraucht. Das Gericht ging damals in der Schule rum, weswegen sie einen Nikotintest machen musste. Dieser war negativ. Und fünftens, Garam hat schlecht über einen anderen Artist gesprochen und Garam war bei einem anderen Label Trainee, sind wohl auch nicht wahr. Nichtsdestotrotz ist Garam seitdem on hiatus, das heißt, sie pausiert und die Member machen ohne sie weiter. Aber es gibt schon wieder neue Anschuldigungen von einer Mitschülerin, die wohl selber nicht betroffen war vom Mobbing, aber das Ganze mitbekommen hat, weil sie in ihrem Tanzteam war. Und das, was die Mitschülerin gesagt hat, widerspricht wiederum ein bisschen dem Statement von Hype. Und zwar sagt sie, dass sie, wie gesagt, mit Garam in einem Tanzteam war. Und in diesem Tanzteam gab es eine jüngere Person, die in Informationen manchmal falsch gestanden hat. Garam hat dann gesagt, wenn du diese Fehler weiterhin machst, dann geh einfach. Die haben dich eh nur genommen, weil der Platz noch frei war. Und als das Tanzteam in einem Kreis zusammensaß, um so ein bisschen Bonding zu betreiben und jeder hat so ein TMI erzählt, hat Garam erzählt, wisst ihr, warum ich die Schule gewechselt habe? Jeder meinte so, weil ihr umgezogen seid. Und Garam meinte, nein, weil ich jemanden geschlagen habe, lol. Und dann hat sie darüber gelacht.
Seit dem Ganzen hat sich Hype wohl mit der Rechtsberatung von A getroffen und die möchten das alle ohne Gericht klären. Da gibt es aber noch nichts Neues zu und Le Sserafim performt derzeit als 5-Member-Group. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Findet ihr, Garam sollte Le Sserafim verlassen oder sollte sie wieder mit denen auftreten können, weil das alles in der Vergangenheit liegt? Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und falls ihr wissen wollt, wie dieser Fall weitergeht und nichts mehr zum Thema K-Pop verpassen wollt, dann vergesst nicht, den K-Pop Jungle hier auf YouTube zu abonnieren, aktiviert die Glocke, abonniert den K-Pop Jungle gerne auch auf TikTok und Instagram. Und with that being said, MKs. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Lol, ich habe vergessen, meine Meinung zu sagen. Meine Meinung zu dem Ganzen ist, dass ich es immer ein bisschen schwierig finde, wenn man so viele verschiedene Quellen hat und so viele Leute, die komplett gegenteilige Sachen sagen, weil ich kann halt schlecht beurteilen, wem ich jetzt glaube. Glaube ich jetzt Garam, glaube ich jetzt den anderen Leuten? Dann kann man natürlich sagen, okay, die einen Leute, die verstecken sich anonym halt im Internet, aber dann haben wir wiederum A, die sogar bei einer Rechtsberatung ist und dann ist es einfach schwierig, jemanden zu finden, dem man Glauben schenkt. Deswegen kann ich mich irgendwie zu dem Ganzen nicht äußern. Aber ich habe irgendwie keine richtige Meinung. Deswegen interessiert mich eure Meinung noch mehr. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. See you.